Ich habe überhaupt keine fliegerische Vorerfahrung. Ich habe ab und an mit meinem Bruder am Computer Flugsimulator mitspielen dürfen. Als kleine Schwester darf man ja nicht mehr als manchmal mitspielen. Ihren großen Bruder hat Magdalena Grun abgehängt. Jetzt ist die 29-jährige Österreicherin Flugschülerin an der European Flight Academy. Ich habe eine Zeit lang als Flugbegleiterin gearbeitet und da hat es dann Klick gemacht. Ich bin auch mit einer jungen Co-Pilotin geflogen und das war für mich so der Moment, wo ich gesehen habe, okay, das ist das, was ich wirklich will. Ich möchte Pilotin werden, weil Fliegen einfach das Allerschönste auf der Welt ist. Das ist ganz einfach. Der schönste Moment für mich ist schon, wenn man von Tower dann die Startfreigabe bekommt, dass er seine letzten Klicks noch macht im Cockpit, noch einmal kurz schaut, ob alles okay ist. Taxi, left clear, right clear. Und dann steht man auf dieser Bahn, hat nur noch diese Bahn vor sich und weiß, okay, jetzt geht's los. One, take off. Take off fast set. Yep, and soft field takeoff. That was a really good job. Option traffic, there's 844 Echo Foxtrot turning left base, runway 22 option. So wie Magdalena Grun starteten vor genau 30 Jahren auch die ersten Lufthansa-Pilotinnen in die Trainingszone über Arizona. Die beiden ersten waren Evi Hetzmannseder und Nicola Lisi. Am 23. August 1988 starteten sie als Co-Pilotin in der Boeing 737. Wenn ich die Jahreszeiten so sehe, das war ungefähr die Zeit, wo ich geboren worden bin. Und da haben die Damen ins Fliegen angefangen. Das ist schon faszinierend. Kurz darauf machten weitere Frauen Karriere im Cockpit. Andrea Amberge, heute Kapitänin im A330 und A340. Cordula Pflaum, Kapitänin im A330, 340 und 350. Und Elke Hieber, Kapitänin im A380. Es hat sich viel geändert in den letzten 30 Jahren. Ich denke schon, dass es eine Selbstverständlichkeit ist. Es ist aber immer noch was Besonderes. So viele sind wir dann letztendlich doch noch nicht. Es ist einfach immer noch nicht selbstverständlich, dass Frauen im Cockpit fliegen. Als Langstreckenkapitänin begrüße ich meine First-Class-Gäste und die First-Class-Gäste sind immer wieder überrascht, dass ich ihre Kommandantin bin. Wir mussten damals in der Schule in Bremen Uniform tragen und als wir dann zur Einkleidung nach Frankfurt geflogen sind wir extra hierher geflogen, sind in die Kleiderkammer und dann hat er mir eine Herrenhose gegeben und dann habe ich gesagt, ich bin eine Frau, er soll mir doch bitte eine Damenhose. Nein, für Cockpit gibt es nur Herrenhosen. Und es war dann ein ziemliches Hin und Her. Ich habe dann schließlich und endlich eine Flugbegleiterhose bekommen, aber nach langem Hin und Her. Ich kann das Gefühl nachvollziehen. Also als wir hierher gekommen sind, hat es auch geheißen, okay, die Damen kriegen Geld in die Hand und müssen sich ihre Hosen selber kaufen, weil es hier nur Männerhosen gibt. Wir kennen das Gefühl. Momentan arbeiten mehr als 600 Frauen in den Cockpits der Lufthansa Group Airlines. Das entspricht einem Frauenanteil von 6%. In den Lehrgängen an der Flight Academy sind es 15%. Und dieser Anteil soll weiter steigen. Mit einer eigenen Kampagne will die Lufthansa Aviation Training gezielt Frauen für den Pilotenberuf begeistern. So, was ich jetzt in der Ausbildung so mitbekomme, gefühlt haben Männer den Vorteil, dass sie sich weniger Kopf machen, dass die einfach lockerer an die Dinge gehen. Und auf der anderen Seite denke ich zum Beispiel, dass Frauen ein anderes Risiko- und Sicherheitsbewusstsein haben. Go ahead, you got it. When in doubt, go around. That's all I can say. We'll go around. Ich glaube auch, dass Männer eigentlich sehr begeistert davon sind, wenn Frauen ins Cockpit kommen und oft das Gefühl eher ist, dass die sich freuen und gerne mal sagen, dass Frauen eh viel besser fliegen. Einen Mann hat sie davon bereits vollends überzeugt. Den Piloten von damals, vom heimischen Flugsimulator. Der große Bruder ist jetzt sehr stolz auf die kleine Schwester. Der freut sich sehr und kann es auch eigentlich nicht wirklich glauben, was da wirklich passiert ist.
In einem Jahr will Magdalena Grun als Co-Pilotin im A320 sitzen und ihren Traum vom Fliegen an kleine Mädchen weitergeben.